Vielleicht bist du wieder mal mit Rückenschmerzen aufgewacht. Wir machen heute die 3 Übungen gegen Rückenschmerzen, die ich dir dringend empfehlen würde, jeden Morgen zu machen, damit du dich einfach wohlfühlst. Wir fangen an mit der ersten. Die erste ist die, dass du auf alle Viere gehst. Und jetzt, wenn du auf allen Vieren bist, mach dir erstmal kurz klar, wie kann man das Becken stellen. Schau mal, ich gehe mit dem unteren Rücken nach oben und ich gehe nach unten ins Hohlkreuz. Mach das kurz mal mit, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Einfach immer wieder Hohlkreuz und dann das Gegenteil von Hohlkreuz. Hohlkreuz und das Gegenteil von Hohlkreuz. Und im Gegenteil von Hohlkreuz, ja, da bleibst du jetzt drin und gehst praktisch mit den Leisten voran nach unten. Leisten voran, das hilft dir, es hilft dir dabei, das einzustellen, wenn du den Bauchnabel zurückziehst, während die Leisten runtergehen. Ja, während die Leisten runtergehen, ziehst du den Bauchnabel zurück und dann merkst du, wenn du runtergehst, dass das Dehnungsgefühl in den Leisten entsteht und nicht am Bauch. Ja, in den Leisten, oberes Ende, Oberschenkel, da dehnt es jetzt und du versuchst diesen Zug mit dem Bauchnabel nach hinten, also eingezogener Bauch letztendlich, ja, den versuchst du beizubehalten und konzentrierst dich darauf, dass deine Leisten runtergehen. Das ist deswegen so wichtig, weil jetzt der Hüftbeuger, der beim Sitzen so stark verkürzt und der unserer Meinung nach auch der Hauptauslöser für deine Rückenschmerzen im unteren Bereich ist, ja, dass der dann schön in die Dehnung reinkommt. Und du merkst es, je länger das dauert, desto mehr sinkst du noch ein bisschen ab. Und genau den Effekt wollen wir haben. Genau das soll der Effekt sein. Wenn du übrigens dich auf den Armen so nicht halten kannst, dann leg dich einfach mit den Unterarmen oder mit der Brust, beim Brustkorb auf eine Couch, auf einen weichen Sessel und lass dich einfach durchhängen. Das ist super wichtig, weil es genau die Gegenbewegung ist gegen das eingeklappte Sitzen, wo die Hüfte so nach eingeklappt ist auf 90 Grad, ja? Und jetzt, Achtung, jetzt geben wir auch da ein bisschen Kraft rein. Aber nur, wenn du es schaffst, ja? Wenn du es schaffst, dann versuche mit beiden Knien jetzt so gegen den Boden zu ziehen, dass du mit den Knien gegen den Boden drückst, dass der Druck sich erhöht. Und dann merkst du, das spannt den Oberschenkel an und das geht in die Hüfte, da merkst du es vielleicht. In der Leiste spürst du es. Und falls deine Rückenschmerzen hier zu spüren sind, dann brauchst du keine Bedenken zu haben, sei halt schön vorsichtig, ja. Aber wenn du immer im positiven Bereich bleibst, wo es gerade noch ein positiver Wohlfühlschmerz ist, und dann drückst du nochmal mit den Knien gegen den Boden, kommst wieder raus und dann kommst du langsam hoch. Und jetzt gehen wir kurz mal in die Gegenbewegung. Wundere dich nicht, wenn das jetzt hinten im unteren Rücken alles ein bisschen spannt, weil das war eben auf ganz kurz gestellt, weil es vorne lang war, ja, aber das wollen wir ja. Und jetzt schau mal, dass du nochmal in die Gegenbewegung gehst und komm wieder hoch. Dieses war der erste Streich. Jetzt Nummer 2. Wir bleiben vorne, aber jetzt geht es mehr um einen Muskel, der vom Oberschenkel über das Hüftgelenk hier oben hinläuft und der hat unserer Erfahrung nach ganz viel mit Rückenschmerzen zu tun. Setz dich mal hin, so wie ich jetzt sitze, lehn dich mal zur linken Seite und leg mal dein Bein, deinen rechten Unterschenkel, so neben dich, wie ich das tue jetzt. Und jetzt kann es sein, dass du hier einen Abstand hast vom Fußgelenk zur Matte. Stell das genauso ein, dass es ein bisschen auf Dehnung geht, gerade noch gut erträglich. Und dann versuchst du mit dem Gesäß immer weiter dorthin zu gehen.
Geh so weit, wie es geht. Wenn es nur bis hierhin geht, weil das alles hier schon spannt, rund um dein Knie und dein Knie selbst, ja, dann gehst du jetzt mit dem Körper in der Position weiter nach hinten. Wenn du weiter rankommst, machst du es hier. Wenn du bis zur Ferse kommst, dann machst du es hier. Stell dich mal so ein jetzt, wie es bei dir geht. Und wenn du eingestellt bist, wie gesagt, es darf ruhig hier ein bisschen Abstand sein, es darf auch noch Abstand zwischen dem Gesäß und der Ferse sein. Dann konzentrierst du dich auf den Bauchnabel. Der ist wieder wichtig, wie bei der Übung vorher. Und jetzt lass mal den Bauchnabel schön immer weiter zurückgehen und nimm den Rumpf mit. Und dann merkst du, wenn das Becken sich mitbewegt, dann kriegst du hier eine schöne Dehnspannung drauf. Beweg dich langsam, weil die ist wirklich intensiv, dass du genau innerhalb der Grenzen bleiben kannst, dass es gerade noch ein positiv wahrnehmbarer Wohlfühlschmerz ist. Zieh den Bauchnabel ein und geh da schön auf Dehnung. Das ist eine Dehnung, die unserer Erfahrung nach das Knie befreit, die Hüfte befreit, den Rücken befreit. Ja, also da passiert ganz, ganz viel Positives. Deswegen genieße diese Dehnung, geh immer weiter rein, bleib aber in dem Bereich, in dem sich das noch gut anfühlt, gerade noch gut erträglich ist, damit du Lust auf weitere Übungen hast. Gell? Das muss immer Spaß machen, weil wir wollen ja immer mehr Übungen machen, ganz viele verschiedene für den ganzen Körper, dass du, je älter du wirst, immer beweglicher und immer schmerzfreier. Das ist das Ziel. Geh schön immer weiter nach hinten. Und jetzt strengen wir diesen Muskel, der gedehnt ist, an. Ja? Wenn es nicht geht bei dir, weil du bist eh schon am Rand jetzt, ja, gerade noch positiv, dann lass aber weg und bleib einfach so in der Dehnung. Und wenn du Lust hast, dann drück jetzt mal mit deinem Fuß gegen die Matte, als wolltest du das Bein strecken. Und lass wieder locker und geh weiter rein. Und nochmal, du drückst wieder gegen die Matte, richtig fest. Du lässt locker und gehst weiter rein. Und nochmal, du drückst gegen die Matte und lässt locker und gehst nochmal mehr weiter rein. Und dann kommst du langsam raus. Schön langsam bewegen. Nimm dein Bein nach vorne. Ich drehe mich mal um für dich, dass du ja, das andere Bein jetzt siehst, weil die zweite Übung müssen wir natürlich für beide Seiten machen. Auch wieder das Bein zurücklegen und wieder testen. Wie weit ist mein Fußgelenk vom Boden weg? Wie weit ist mein Gesäß von der Ferse weg? Es kann sein, dass du vielleicht nur so dicht dran kommst. Ich zeige jetzt mal diese Runde auf der anderen Seite für alle diejenigen, die da noch einen Abstand haben, wie das aussieht, wenn man das Knie, wenn man das Fersenbein mit dem Gesäß nicht berühren kann. Ja? Aber wenn du es kannst, dann geh dran. Bleib nicht künstlich auf Abstand, obwohl es besser ginge. So, schau, ich drehe jetzt genauso meinen Rumpf praktisch nach hinten oder mein Becken kippe ich nach hinten, wie als wenn ich hier schon berühren würde und löse hier die Spannung aus. Die Dehnung. Das kann übrigens auch an der Knieinnenseite, an der Knieaußenseite ziehen. Das zeigt, wenn es da zieht, dass da ein Muskel in der Dehnung noch drin ist, außer dem großen hier vorne, um den es eigentlich geht, der auch mitgedehnt wird. Und auch hier achte auf den Bauchnabel, geh immer weiter ein Stückchen zurück mit dem Bauchnabel, sodass das Becken mitgenommen wird. Und dehne schön rein und fühl dich wohl. Und mach nicht zu viel. Es ist so wichtig, dass du dich gerade noch wohlfühlst. Wenn du mal das Gefühl hast, du müsstest aus der Dehnung raus, dann hast du zu viel gemacht. Dann war die Intensität zu hoch. Und auch hier drücken wir jetzt mit dem Fuß richtig fest gegen den Boden. Richtig fest gegen den Boden drücken, locker lassen und weiter in die Dehnung gehen. Noch ein bisschen mehr den Rumpf zurücknehmen. Und nochmal.
Du drückst richtig fest gegen den Boden. Richtig fest drücken, dann locker lassen und weiter in die Dehnung. Und weil es so schön war, nochmal. Du drückst dagegen, noch ein bisschen mehr, lässt locker und gehst weiter in die Dehnung. Und dann kommst du auch hier langsam raus, schön langsam bewegen. Nimmst das Bein nach vorne, bewegst mal gerade ein bisschen durch, ja, ein bisschen einmal strecken und wieder ein bisschen beugen. Und jetzt nimmst du die Füße aneinander. Jetzt sind wir bei der dritten Übung. Jetzt haben wir vorne ganz viel von den Muskeln und Faszien, die mit den Rückenschmerzen zu tun haben, unserer Erfahrung nach frei gemacht, länger gemacht, flexibilisiert. Und jetzt geht es auf die Rückseite. Jetzt gehen wir an die Stelle, wo der Masseur immer sagt, Sie sind aber so verspannt da hinten in den tiefen Rückenstreckern, da ist ein richtiger Hartspann. Das machen wir jetzt weich. Diesen Hartspann machen wir jetzt weich. Wir geben uns größte Mühe, ja? Also, je nachdem, wie weit du nach vorne kommst, wenn du bis hierhin greifen kannst, dann zieh dich hier. Wenn du bis dahin greifen kannst, dann zieh von dort. Vielleicht kannst du dich ja auch an den Füßen anfassen. Wenn nicht, nimmst du halt die Übungsschlaufe und ziehst dich an der Schlaufe weiter nach vorne. Aber egal wie, du ziehst deinen Rumpf immer weiter vor. Und was merkst du jetzt? Du merkst hinten, da wo der Hartspann ist im unteren Rücken, da merkst du jetzt die Dehnung. Und die tut so gut, weil damit holen wir jetzt direkt dieses Anspannen raus. Unterer Rücken, je nachdem wie das Gesäß involviert ist, wie angespannt das ist, ist es auch noch mit drin. Schön langsam immer weiter nach vorne ziehen. Ganz entspannt. Und du merkst, Millimeter für Millimeter lässt auch ein Hartspann nach. Ja? Wir müssen nur Zeit geben. Wir müssen nur Zeit geben. Immer weiter nach vorne ziehen. Und probiere auch da hinten, wo du merkst, dass es so zieht, über dem Becken, dass du da so mental die Aufforderung gibst, gib doch nach. Gib doch nach. Sei doch entspannt. Werd doch länger. Sei doch flexibel. Rede mit deinen Muskeln. Immer weiter nach vorne ziehen. Und jetzt spannen wir da hinten mal an und geben da wieder Kraft. Weil da hinten wird jetzt lang gezogen und wir vermitteln den Muskeln jetzt, dass sie mehr tun können, mehr nachgeben können, wenn wir Kraft drauf geben. Wieder locker lassen und weiter. Mir fällt gerade auf, wer hat keine Rückenschmerzen? Es gibt so viele, deswegen sei so nett. Wenn dir die Übung was bringt, ja, würde ich mich super freuen, wenn du uns deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen empfiehlst, weil das muss ich rumsprechen. Teile mit denen vielleicht auch das Video, dass sie direkt mal mitmachen können. Und zieh dich immer weiter nach vorne. Und jetzt ziehst du und willst nach hinten. Ja, du willst jetzt nach hinten, du hältst dich aber fest, du lässt wieder locker und gehst weiter nach vorne. Und nochmal, du ziehst wieder nach hinten und lässt locker und gehst weiter nach vorne. Dadurch werden die Muskeln jetzt trainiert in der größeren Länge, in denen du dich viel wohler fühlst, in dieser Länge, sich dran zu gewöhnen. Und dann gehst du langsam raus. Vorne frei, hinten frei. Und jetzt zeige ich dir noch was ich auch selber so gut wie jeden Tag nutze. Nimm einen Rückenretter und tu den Rückenretter einfach unter dein Kreuzbein. Und was du jetzt merkst, wenn du das Bein streckst, oh, wie gut zieht das denn hier vorne? Ich liebe das, vor allen Dingen deswegen, weil du kannst dabei lesen, Musik hören, dich unterhalten. Ja, wenn deine Familie auch ihre Übungen macht, dann schwätzt du ein bisschen dabei. Wenn der Fernseher an der Decke wäre, könntest du sogar Fernsehen und du musst halt ein bisschen so gucken. Ja? Aber Achtung, Einschlafgefahr,
weil das entspannt so sehr, weil hier vorne alles, was im Tagesstress also verkürzt wurde, angespannt wurde, das soll jetzt weich gemacht und schön flexibel gemacht werden. Deswegen Empfehlung von mir, das am Abend zu machen. Jetzt gehe ich mal langsam wieder runter. Das waren die 3 Übungen, die du jeden Tag machen solltest. Lass das jeden Tag uns zusammen machen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unseren Kanal, dann tu das bitte und aktiviere auch die Glocke, dass du kein Video verpasst. Kommentare freue mich immer sehr, weil ich dann sehen kann, wie kann ich die Übungen noch anders formulieren oder besser für euch passend machen. Und ein Daumen nach oben freut mich auch. Ciao, bis zum nächsten Video.